So, ihr Lieben, da bin ich. Moin, ihr Landratten. Herzlich willkommen. Hier ist wieder Hamburg Hafen Live. Euer Lieblingshafenkanal. Hier direkt von der Elbe. Ich bin beim alten Schweden am Elbstrand. Und muss ein bisschen testen. Also, ich weiß, ich wage es ja schon kaum noch so zu nennen, aber immer wenn ich Teststream sage, dann ist leider die Erwartungshaltung sehr hoch. Das ist immer so mein Kreuz bei der Geschichte. Deshalb mag ich es da schon gar nicht mehr Teststream nennen. Aber wir haben immerhin die Costa Fabulosa, die nachher rausgeht. Und ja, ich muss ein neues WLAN-Kabel testen. Nochmal ein bisschen was an unserem Übertragungssystem. Von daher ja, muss der Stream einfach ein bisschen laufen, mal so ein Stündchen. Muss auch gleich noch mal die Drohne einsetzen, so dass alle 3 Kameras live sind. Aber ansonsten gibt es jetzt nichts optisch am Stream oder so. Es gibt jetzt nichts Neues zu sehen, nichts, wo ich irgendwie euch jetzt mit überraschen könnte. Ist mehr so ein kleiner Lasttest. Ja, schön, dass ihr alle schon wieder da seid. Mensch, Hansi ist auch schon wieder da und lässt seine 2,49 da. Mensch, Hansi, Dankeschön. Dirk Bütow auch. Ach Leute, ihr seid echt lieb. Nein, Dia, nicht Eskalation pur. Ich weiß, ihr erwartet das alle. Ihr erwartet immer die heftige Eskalation bei einem Teststream, aber ich weiß gar nicht, wie ich da wieder rauskomme aus der Nummer. Ja, genau, Ole, ein Validierungsstream. Das trifft es eigentlich ganz gut, ja, genau. Wir validieren mal, ob das funktioniert, was ich mir hier ausgedacht habe. Also das Einzige, wo ihr mir gerne Feedback geben dürft, ist, ob die Bildqualität stimmt, ob der Ton da ist, ob das gut ist und so weiter. Toni, moin moin. Oh, Ralf hat einen guten Vorschlag, Beta-Stream. Ja, das Schlimme ist ja, einmal so ein Begriff etabliert und du kommst aus der Nummer nicht mehr raus, ne? Das ist leider so. Anja ist immer noch in Kroatien. Sie behauptet 2 Wochen Urlaub, aber ich glaube, das sind in Wirklichkeit 5 oder 6 Wochen. Die ist gefühlt schon eine Ewigkeit da unten. Danke für 2 Euro und Grüße an Danny natürlich. Ja, gutes Argument, noch sind wir nicht am Ende des Streams, da hast du natürlich absolut recht. Absolut. Tony with greetings from Portugal in Washington. Das Spaghetti-Eis kommt von Annette. Danke, ansonsten viele bekannte Gesichter wieder dabei. Der Postbüdel, Michaela, die Ute, der Dirk Dia, Lars Bach, Keks ist da, Toni, Nilsi, Honda, Annette, Kyri, Udo, Hauptmeister ist auch da. Mein Gott sei Dank, ein Teststream, der Abend ist gerettet. Danke dir für die 5 Euro. Jens Trappmann haut 2 Euro raus. AC/DC auch da, Bild und Ton okay, kommt von Sili. Michael, Reptine, Uli One, Interest, oh, ach, alle wieder dabei. Ihr setzt mich ein bisschen unter Druck, ihr Lieben. Wo nehme ich denn jetzt die ganzen Schiffe für den Teststream her? Wo nehme ich die denn her? Wie soll es denn gehen? Ja, wie soll denn das gehen? Ach, herrje. Aber Martin ist auch da. Moin Martin. Moin Chat. Wir sehen uns in letzter Zeit ganz schön häufig. Ja. Oh, Willi auf dem Fahrrad. Das ist auch so cool. Das ist so ein Typ, also den haben wir schon öfter mal im Stream gesehen. Der hat ein Fahrrad hinten mit so einem Anhänger, mit so einem Bollerwagen. Und dann hat er da so eine Boosterbox, so eine Boombox drauf und fährt immer mit voll lauter Musik hier durch die Gegend. Na? Also Fahrradwilli. Zu unserer Zeit haben wir die noch in der Hand getragen. Oder? Nennen wir ihn doch einfach mal Fahrradwilli. Jens, 2 Euro Superchat. Danke, Leon ist auch da. 5 Euro. Herzlichen Dank. Martin und Jutta, liebe Grüße auch an euch und danke für die 5 Euro. Andreas, Wilhelm, er schlägt vor Ausprobierstream. Ja, Andreas, ich fürchte, egal wie ich das Kind nenne, ihr findet ja doch raus, dass es ein verkappter Teststream ist und erwartet dann, dass was Wildes passiert. Danke dir. Hansi, nochmal 2 Euro. Fischeis funktioniert und Fanta Orange. Schon 1 Jahr dabei auf Twitch.
René ist im Chat. René hat es heute nicht geschafft. Dabei haben wir gestern noch ausgemacht, dass Montag das Wochenende startet, oder? Eigentlich schon. Ja. Also wir haben gesagt, Leute, Wochenende fängt montags an. Das ist die richtige Lebenseinstellung. Und Gary habe ich eben auch gesehen. Gary, unseren Containerbrückenfahrer. Gary, du bist nicht zufällig auf der Arbeit, dass wir dich mal ein bisschen suchen können. Oh, es kommt ein Schiff. Es kommt sogar eins unserer Lieblingsschiffe. Eins unserer Lieblingsschiffe kommt. WS3. Es ist die Woche der Cruise Days. Freitag geht es los. Freitag kommen die Schiffe an. Morgens gleich 3 Stück. Freitagabend dann die Inszenierung mit der Vasco da Gama und einem blauen Feuerwerk. Am Samstag haben wir dann die große Parade abends mit 5 Schiffen. Und am Sonntag gibt es dann noch mal so ein kleines Sail Away, so ein Doppelauslaufen von der Norwegian. Welches ist es denn? Norwegian Getaway, glaube ich. Und MSC Preziosa. Annette, Entspannungstee, danke, danke, 2 Euro, ja, das kann ich gebrauchen. Ja, Conny sagt, schöne Abwechslung, wenn es ruhig ist, kann man auch mal den Willi auf dem Fahrrad, kennenlernen. Für den Rum danach. Klaus, Dankeschön. Brigitte ist auch da. Brigitte, ich hoffe, es geht dir gut. Brigitte, ja. Zahn ist immer doof, wenn man Zahngeschichten hat. Aber ich hoffe, du bist zum Cruise Days auch wieder komplett fit, meine Liebe. Ohne Brigitte ist ja Hamburg Hafen Live gar nicht mehr überlebensfähig. Nordkalifornien, ich danke dir herzlich. Willkommen auf der Reeperbahn. Dankeschön. Und Hansi verschenkt noch eine Mitgliedschaft. Hansi ist heute immer wieder richtig in Spendierlaune. Vielen, vielen Dank. Wolfram grüßt aus München. Quasi Norditalien. Mädel, nein, das ist natürlich nicht der gleiche Willi wie mit dem Boot. Oh, von links kommt etwas. Noch ein alter Bekannter aus dem Hafen. Die Mare Frisium. Hey, naja, immerhin. Immerhin. Bernhard, 5,99 Testspende. Bernhard, ganz liebe Grüße. Ich habe vorhin gelesen, du bist im Urlaub, irgendwo an der Schelde unterwegs und guckst dir da ein paar Schiffchen an. Also genieße es. Genieße es. Dark Phoenix. Willkommen an Bord, danke für deinen Prime-Sub. Jannik, ich habe ehrlich gesagt nicht gesehen, wo das Lotsenboot hingegangen ist. Solche Fragen musst du Ute stellen. Also wenn ihr wissen wollt, wo irgendein Schiff hinfährt, wo es herkommt, wer festmacht, wer losmacht, wo ein Lotse hingeht und so weiter, dann fragt ihr einfach Ute. Martin und Jutta, Dankeschön für die verschenkte Mitgliedschaft. Vielen, vielen Dank. Ja, die Mare Frisium, ja, auch ein bekannter hier, ein sehr bekanntes Schiff hier im Hamburger Hafen. Als Eventsegler, ein alter Dreimaster, fährt, glaube ich, unter holländischer Flagge. Ist, glaube ich, auch ein holländisches Schiff. Sehr, sehr schön, um zum Beispiel Firmen-Events oder Hochzeiten zu feiern. Also wenn die Hochzeitsgesellschaft oder die Feiergesellschaft entsprechend groß ist. Fischaktien stehen gut, sagt Hansi. Dankeschön, 2 Euro. Danke, danke. Wookie lässt 1 Euro da und fragt, ob es noch ein Geburtstagshorn gibt. Können wir doch mal testen, ob das funktioniert. Natürlich bekommst du das, mein Lieber. Natürlich. Happy Birthday, mein Lieber.
Eine oft gestellte Frage kommt vom dicken Franken. Schon wieder ein schöner Name, dicker Franke. Ja, ob es möglich ist, mit einer Hafenrundfahrt mit Rollstuhl zu machen. Ja, das ist möglich. Du musst dir nur das passende Schiff dazu aussuchen. Also bei unseren Freunden von Ehlers ist es leider schwierig, weil die halt verhältnismäßig kleine Barkassen haben. Und da muss man immer ja, zum Einsteigen über so eine, ja, muss man halt eine Treppe rauf und runter. Das geht nicht. Aber es gibt ja auch größere Fahrgastschiffe, zum Beispiel von Abicht, die Louisiana Star, und die legen direkt an Landungsbrücken an. Landungsbrücken sind, glaube ich, auch mit dem Rollstuhl zugänglich, und ich glaube, die großen Schiffe, die kannst du auch, oder da kommst du auch mit dem Rollstuhl ganz gut drauf. Also am besten direkt an Landungsbrücken bei den größeren Schiffen gucken. Der Ankerbengel schickt 5 € und sagt, nenn es doch Funktionsüberprüfungs-Live-Übertragung. Bisschen sperrig. Ein bisschen sperrig, ne? Aber schön, dass ihr schon wieder kreativ seid. Hey, das Licht ist nicht so verkehrt, oder? Also ist jetzt kein spektakulärer Sonnenuntergang, aber ich finde, für so einen Segler, das kann man sich echt mal sehr schön angucken hier. Hertha Tom, 5 Subs verschenkt. Tom, mein Lieber, ganz, ganz dickes Dankeschön. Hansi möchte dann noch mal die 3 Männer überprüft haben. Ja, los, komm. Hansi, für dich. Die Carnival Jubiläe, ich glaube, das war der erste Überführungsstream, den ich gemacht habe damals. Und bald ist es ja wieder soweit. Die neue Disney Destiny. Der finale Termin steht noch nicht fest, aber es steht irgendwie so 18., 19. September im Raum. Irgendwie sowas um den Dreh. Und ich würde eigentlich ganz gerne wieder hinfahren. Also hätte ich eigentlich Bock drauf. Überführung, Disney. Und dann ist ja auch in Papenburg erstmal Ruhe. 2026 gibt es da ja, glaube ich, nichts zu sehen. Und dann ja, dauert das Ganze erstmal ein bisschen. Bis das nächste Schiff da ready ist. Reptine, ich danke dir für ein halbes Jahr. Kein Tag bereut. Dankeschön. Stefan Voltmar. 5 €. Mein Paddy, wann wolltest du kobern? Gute Besserung an Brigitte. Ibolisin wirkt bei Zahnschmerzen. Jetzt kommen hier auch schon wieder die Medikamententipps. Müssen wir noch einen Warnhinweis einblenden, oder? Ja, kobern erst bei 50.000. Ne? Also ich glaube ja, dass das eine knappe Geschichte wird. Ich glaube, das wird eine ganz, ganz knappe Geschichte. Also 170 brauchen wir noch, ihr Lieben. Das ist kein Selbstläufer. Das kann ich euch sagen. Kein Selbstläufer. Vielleicht komme ich aus der Nummer noch mal raus. Ja, gleich mal testweise die Drohne starten lassen. Oh, der Fokus findet das Schild gut. Frank Borchardt für einen Ofenkäse nach dem Stream. Oh Frank, Ofenkäse, ne? Super lecker. Aber ich finde, Ofenkäse ist ja echt so ein Winterding. Und sei mir nicht böse, aber ich möchte den Winter noch ein bisschen wegignorieren. Also ich stelle mich da noch ein bisschen stur. Vielen, vielen Dank für die 10 €. Ich würde mir aber den Ofenkäse noch ein paar Monate aufheben, wenn das okay ist. Mann, Leute, was ist denn los mit euch? Das ist doch nur ein Teststream hier. Dirk Bütow verschenkt noch eine Mitgliedschaft. Yves haut noch mal 10 € raus mit einem guten Abend an die Mods und natürlich auch die Community. Ratatazong. Danke für 100 Toy auf Twitch. Dankeschön. Hansi verschenkt noch eine Mitgliedschaft. Brigitte verschenkt noch eine Mitgliedschaft. Hansi noch eine. Hansi, was ist denn los mit dir? Bist du auf der Tastatur eingeschlafen?
Ganz, ganz dickes Dankeschön, ihr Lieben. Dann der John noch 20 €. Einfach mal so für einen super Stream. Nächste Woche sind wir auch endlich in Hamburg. Aber nach den Cruise Days erst, ne? Aber ich glaube, der Hafen ist dann auf jeden Fall noch blau beleuchtet. Und Chase mit 2 € Superchat. Und Cruise Days ist nicht das Ende aller Tage. Leute, wir haben schon den Stream nach den Cruise Days geplant. Es geht direkt weiter. Haben wir gestern gerade alles eingetütet. Aber jetzt gibt es erstmal hier ein kleines Dankeschön-Horn. Carsten, danke, auch noch eine verschenkte Mitgliedschaft. Und Detlef, 21 Monate dabei. Mensch, Mann, wo die Zeit geblieben ist. Immer wieder schön, euch zuzuschauen, wie immer. Sensationell, weiter so. Ja, weiter, weiter, weiter. Wir machen immer weiter. Ich habe es gerade gesagt, freut euch drauf. Der nächste Stream nach den Cruise Days wird auch schon wieder ein Highlight. Sag mal, Hansi, was ist denn los mit dir? Jetzt noch Mr. O. Ja, los, komm. Wir testen heute alle Hörner durch. Leon verschenkt noch mal 5 Mitgliedschaften. Oddifixi 200 Toy auf Twitch. Und Christian Kölner macht ein Upgrade auf unsere höchste Mitgliedsstufe. Christian, fettes Dankeschön. Hansi und der Waschbär noch mal eine verschenkte Mitgliedschaft. Hey. Leute, Leute, Leute. Und Wolfi meldet, dass heute endlich wieder 4K auf allen Geräten verfügbar ist. Ja, da bin ich froh. Da bin ich froh, wenn das läuft. Dia möchte dann aber auch noch den Schleppi. Ja, los, komm, den Schleppi hauen wir auch noch raus, wenn ich ihn finde. Wo ist denn der? Auf Seite 2. Ja, ich glaube, ich starte gleich mal die Drohne. Es gibt nicht viel zu sehen, aber einfach mal als kleinen Test. Ob das WLAN-Kabel alles gut versorgt. Martin hilft vielleicht wieder ein bisschen an der großen Kamera aus. Ich suche mal ein Bild. Ja. Ja, such mal. Ich weiß nicht, ob du da was findest. Der Waschbär auch noch eine verschenkte Mitgliedschaft. Mensch, danke. Hansi noch eine und Annette 5 €. Stell mich zur Verfügung, verkaufe mit Rundfahrten für Elas. Und das finde ich gut. Also Annette übernimmt meinen Part. Das ist spitze. Das ist super. So. Heute bin ich wieder an dem Standort, wo ich immer dran denken muss, das Kabel einzustecken, weil ich zum Starten und Landen ein Stück zur Seite gehen muss. Dirk wünscht sich noch das Horn der Atania. Dirk, Dankeschön. Atania, wo haben wir die denn? Ich glaube, die müsste hier oben. Erste Reihe. So, und dann brauchen wir mal eine Starterlaubnis. Lufthansa 1, wind 040 degrees 5 knots, runway 05, cleared for takeoff. So, dann stecken wir mal das Korbel rein. Und ihr wisst, wenn ich Drohne fliege, etwas weniger Chat lesen. Gucken, ob wir auch ein Bild bekommen. Haben wir? Haben wir. Okay. Ja, du kannst gerne auch das Drohnenbild benutzen. Also wie gesagt, es gibt gerade nichts Dolles zu sehen. Ich weiß auch gar nicht, ob wir die Costa überhaupt sehen können. Die liegt ja in Steinwerder. Ich schaue mal, ob da irgendwas zu holen ist da hinten. Oh, das ist noch ein bisschen hell. Und der ist so, auch noch ein bisschen. So. Ja, können wir die Costa da irgendwo entdecken oder bin ich schon wieder zu weit links?
Ich glaube, wird schwierig, da durchzugucken. Doch, ich habe sie, ich habe sie. Die kleine Costa. Costa Favolosa. Die Lüde. Brigitte wünscht sich ihr Pfeifhorn. Martin, ich führe dich mal in die Hörner ein. Also Hörner 2 und da steht irgendwo, Brigitte. da, Brigitte pfeift heißt das. Und um dann wieder rauszukommen aus dem Menü, musst du oben rechts, genau. Komm, ich mach's mir mal heute ganz einfach und ich benutze mal das Tracking von der Drohne für die Fähre. Mal gucken, wie gut die Drohne das macht. Eigentlich funktioniert das ganz gut mit diesem Tracking. Ja, das war das Genesungshorn für Brigitte. So, was sagt das WLAN-Kabel? Das sieht eigentlich ganz gut aus, ne? Da oben ist die Anzeige. Ach, da oben. Oh. 20. 21. Alles gut. Das sieht gut aus. Kann man mitarbeiten. Kann man mitarbeiten, ganz genau. Andreas Geier, ich danke dir für 2,49. Vielen Dank für den Superchat, mein Lieber. Und der Schiffergucker ist da, 11,99. Dank Hamburg Hafen Live, erster Urlaub in Hamburg. Heute mit Ben als Knopf im Ohr die Kontorhäuser besucht. Oh ja, das ist eine gute Idee. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und wurdet gut unterhalten von dem lieben Ben. Der Kontorhaus-Stream war aber auch echt klasse. Also da hat Ben aber auch einen Aufriss von gemacht. Also wirklich, da hat er schon sein kleines Meisterstück abgeliefert. Wahnsinn, wie er da vorbereitet war. Echt richtig, richtig gut. Nein, Arndt, die Costa hast du nicht verpasst. Die soll erst um 20 Uhr rausgehen. Ja, dann ist das eine italienische Reederei. Können wir davon ausgehen, dass das eh alles ein bisschen länger dauert. Und bis die hier ist, das dauert ja auch alles ein bisschen. So, ach, das ist eigentlich ganz bequem mit dem Tracking von so einer Fähre. Da musst du nicht viel machen mit der Drohne. Ja, ich hoffe, die fühlen sich nicht verfolgt. Die Drohne ist ja auch weit genug weg. Also ein bisschen Sonnenuntergang habe ich ja. Nicht viel, aber ein bisschen. Oh, schön. Ja. Ja, an das mit den Italienern habe ich jetzt gesagt. Ja. Ich mach doch nur Spaß, Schätzelein. Bald Horst Schlemmer wieder im Kino. Ei. Andreas Batz meldet, dass die Elbsan rauskommt. Von wo kommt sie raus? Aus dem Parkhafen, Waltershof. Ist das die Elbsan? Elbsan ist, glaube ich, grün, ne? Also da vorne haben wir ein grünes Schiff. Den Namen kann ich auf jeden Fall noch nicht lesen.
Ich kann ja mal darüber eine Schwenkung machen. Oh ja. Wir haben ein Schiff. Wir haben ein Schiff. Ein Schiff, was größer ist als eine Fähre. Ja, die Elbsahn. Danke, ihr Lieben. Die Elbsahn. Baujahr 2012. 141 Meter lang und 23 Meter breit. Aber ob die rauskommt, da würde ich jetzt auch noch nicht meine Hand für ins Feuer legen. Das sieht so aus, als ob die da noch mal irgendwie anlegen möchte. Die haben bestimmt was vergessen. Oder? Das sieht doch eher so aus, als ob die da an die Pier wollen. Mirk grüßt von den Landungsbrücken. Liebe Grüße zurück. Ja, gestern die Mondgeschichte. War ja auch in allen Medien. Und jetzt habe ich schon wieder gelesen, ja, in einem Monat, am 7. Oktober, ist dann der erste oder der nächste Supermond. Und einen Monat später ist dann der größte Supermond, den wir dieses Jahr haben. Und noch einen Monat später ist dann wieder der nächste Supermond. Der ist dann aber nicht ganz so groß wie der Supermond davor. Also diese Mondereignisse, die werden, glaube ich, etwas inflationär gehypt. Nee, also bei der Elbsahn ist jetzt nicht so wahnsinnig viel Bewegung drin, aber sie sind auch nicht an der Pier fest. Stefan hat noch die Cap Sansugno, ehemals Hamburg Süd, elbaufwärts, Cuxhaven vorbei gesehen. 5 €, Dankeschön. Ja, aber bis die hier ist, das sind ja noch locker 4 bis 5 Stunden. Mirk, von den Landungsbrücken aus wirst du die Costa nicht besonders gut sehen können. Ich würde dir empfehlen, dass du auf die Fähre Linie 62 hüpfst und 2 Stationen weiter fährst zum Dockland. Da wirst du sie sehr gut sehen können. Oder du kannst auch schon am Fischmarkt aussteigen, das ist auch ganz gut. Also eine von den beiden, aber Landungsbrücken definitiv nicht. Also wenn überhaupt nur sehr weit und auch nur so ein bisschen. Ja, also mit der Elbsahn wird das nichts. Ich glaube, die liegt da an. Guck mal, gestern sind wir da noch rumgeschippert. Was haben wir gestern für ein Glück gehabt? Also erst diese tolle Verabschiedung von Ben und Kirsten und dann echt noch dieser Wahnsinnsblick in Waltershof mit den riesigen Containerschiffen. Also es war ja echt klasse. Es war richtig klasse. Heimat live zur anderen Uferseite fliegen. Was soll ich denn am anderen Ufer? Das sind ja auch nicht mehr Schiffe. Also das ist das Problem. Das macht es alles nicht besser. Ja, mal zum Bubendeiufer fliegen. Mal gucken, ob da jemand ist. Guck mal um die Ecke. Nee, Bubendeiufer ist verwaist. Keiner da. Also außer Gästen, die jetzt auf eine Fähre warten. Aber ich glaube, da kommt... Immerhin kommt ein Lotsenboot.
Hoch. Vielleicht hat die Elbsan noch auf den Lotsen gewartet und haben erst beim Ablegen festgestellt, dass er noch nicht da ist. Oh, was ist das denn? Haben wir etwa einen Beluga? Oder auch nicht? Doch, den kriegst du, Martin. Du kriegst ihn. Hab ich. Klaus spendiert ein Fischbrötchen. Dankeschön, Dankeschön. Tobi fragt noch mal, was getestet wird. Tobi, ein neues WLAN-Kabel. Also. Ja, ich lande erstmal, ne? Ich glaube, so spannend ist das mit der Drohne nicht. Lufthansa 1, wind 020 degrees, 8 knots, runway 05, clear to land. Du bist drauf, ne? Kann ich das Kabel ziehen? Jetzt kann ich das Kabel ziehen. So, ich kann wieder übernehmen. Kann ja auch ein bisschen Chat lesen. Lies doch Chat. Bitte? Lies doch Chat ohne zu übernehmen. Okay. Martin hat Angst, dass ihm langweilig wird. Möchte gerne weitermachen. Mensch, Martin, du bist ja echt der beste Kameramann, den ich je hatte. Auch der einzige. Robert, moin mein Lieber. Schön, dass du auch wieder da bist. 25 Monate. Vielen, vielen Dank. Und Olli S. feiert 17 Monate. Hallo Paddy und Tanja und Chat, schönen Abend und liebe Grüße. Danke, ihr Lieben. Sophie fragt nochmal, ob es eine extra Webseite gibt, wo man sehen kann, welche Frachter die nächsten Tage kommen. Also es gibt sogenannte Segellisten und wenn du einfach mal googelst nach Schiffsankünfte Hamburg oder Segelliste Hamburg, dann findest du verschiedene Seiten, wo man das ganz gut sehen kann. Die Fairplay 64 kommt dann gleich noch von rechts. Skolze meldet Costa schon mit einem Knoten. Jackie, WLAN-Kabel ist doch nur ein Spaß. Ich teste einfach hier neue Übertragungstechnik. Und bevor ich da zu sehr ins Detail gehe, sage ich einfach, komm, ein bisschen WLAN-Kabel testen. Tom Wollmann, willkommen an Bord. Danke für die Fischmarkt-Mitgliedschaft. Und der Nico, Grüße aus der Oberlausitz, auch schon ein halbes Jahr. Herzlichen Dank. Ja, ganze Übertragung bei so Livestreams, das ist natürlich das A und O. Und ihr wisst ja, dass ich da ein bisschen nerdig bin und sehr, sehr viel am Rumtesten bin. Genau, Captain Chaos. SIM-Card via Brieftaube. Ja.
Wir bringen jedes einzelne Datenpaket per Brieftaube. Ja. 1,55, sagt, zeig doch mal deine Technik. Das kann ich nicht machen, das ist geheim. Das ist geheim. Es wird so schon genug kopiert von uns aus den Streams. Es wird echt alles kopiert, was wir hier machen und nachgekauft. Und die Übertragungstechnik, die bleibt geheim. Nee, das geht nicht. Das geht nicht. Schleppi ist seit 3 Monaten dabei. Dankeschön, mein Lieber. Es ist interessant wie immer. Was ist denn daran interessant, dass wir hier nichts machen? Robert Kröber haut einen 5er-Pack Mitgliedschaften raus. Herzlichen Dank, mein Lieber. Und Seren, das gleiche auf Twitch. Auch ein 5er-Pack Subs. Ja, die Costa bewegt sich schon. Unfassbar. Sollen wir gleich mal schnell noch den ND-Filter abschrauben? Ich mache das schon mal hier auf der 2. Und dann schraube ich den hier auch schon mal ab. Und Eva hat ihr Päckchen bekommen. Ja, mit dem Dank an Tanja fürs Einpacken und Senden der Schlüsselanhänger. Danke für die 5 Schweizer Franken. Also ob Tanja das Paket gepackt hat oder ich, erkennt ihr übrigens sofort, wenn ihr es aufmacht. An dem rosanen Papier? Nee, daran, wie das Papier. Also wir packen ja zum Beispiel die Flaggen und so, packen wir ja noch mal in so ein bisschen Seidenpapier ein. Und ihr seht den Unterschied. Also wenn ihr das aufmacht, könnt ihr sehen, hat Paddy gepackt oder Tanja. Mehr sage ich dazu nicht. Aber auch bei mir steckt da Liebe drin. Nur das Händchen fehlt. Fairplay 64 haben wir hier. Auch ein schöner alter Schlepper. Naja, alt. Für mich klingt 1993 nicht alt, aber das sind ja auch schon über 30 Jahre. Aber wenn man ein Kind der 80er und 90er Jahre ist, dann fühlt sich das nicht so wirklich alt an. Almut, danke für 2 Euro. Und Andi, alter Haudegen, heute einfach mal nur Danke an die Maschine Skolze. Jawohl. Bester Mann. Andi, 20 Monate schon. Und Annette nochmal. Danke an die Mods. Dankeschön, Annette. Gleich fährt noch ein weißer DAF unter uns. Ja, wir stehen tatsächlich fast auf dem Elbtunnel. Ein Stückchen weiter rüber müssten wir. Also ganz genau stehen wir nicht drauf, aber weit ist das nicht. Meinst du, wir hören das, wenn Drucki da unten hupt? Das merkt man bestimmt. Das vibriert dann bestimmt. Dann kommen hier so seismische Wellen, ne? Ja. Tsunami. Ja. Ja, Captain Chaos 1993, das war erst vorgestern. So fühlt sich das für mich auch ein. Tobias, ich danke dir. Willkommen an Bord. Danke für die Mitgliedschaft. Ja, 2,2 Knoten hat schon die Costa drauf. Ich hätte jetzt gedacht, dass die sich Zeit lassen. Annette hat ein Päckchen gepackt mit viel Liebe erhalten. Jetzt ist die Frage, habe ich das gepackt oder hat Tanja das gepackt? Schreib doch mal in den Chat, 1 oder 2. Annette, Dankeschön. Ja, Music an Cat Lover hat beim Öffnen des Paketes in die Postkarte geschnitten. Na, zum Glück war es nur die Postkarte und nicht irgendwas anderes. Ich sagt, IP über Brieftaube ist tatsächlich ein definierter Standard. Yves wünscht sich nochmal das Schleppihorn. Kommt sofort. Guck mal, 1993 kam mit ISDN das Highspeed-Netz auf den Markt. Also gerade gestern sozusagen. Ich hatte auch einen ISDN-Anschluss. Ne? Und damals
Da gab es ja die ersten Fritz-Karten. Gab noch einen anderen Hersteller, Teles oder Telos hießen die, glaube ich. Die haben sich gebettelt. Die einen sind auf der Strecke geblieben, Fritz gibt es bis heute noch. Oh, so eine schöne 64 Kilobit Leitung. Boah, das war eine Rakete. Leute, 64 Kilobit. Konnte man 1 MB in einer Minute ungefähr runterladen. Das war, also, du hast einen Geschwindigkeitsrausch bekommen dabei. Aber das Gute war, die Dateien waren damals auch noch nicht so groß. Hallo, moin. Moin. Schiffspotter oder? Wir sind Schiffspotter, ja. Ja, ist wirklich Aber wir machen einen Livestream. Ach so, Also wir machen das quasi live auch noch dazu. In Farbe, mit Ton. für Instagram und so? Nee, das läuft auf YouTube und auf Twitch. Ach so, okay. Hamburg Hafen Live könnt ihr gucken. Hamburg Hafen Live. Ja, wir übertragen auch Cruise Days. Also wenn ihr dann lieber zu Hause sitzen wollt und nicht ins Getümmel gehen, dann könnt ihr alles zu Hause vom Sofa, Füße hoch. Wie viele Leute gucken sich das so an? Dann Also jetzt gerade gucken 2200 Leute zu. Ja. Also wenn ihr irgendjemand grüßen wollt. Nö, heute nicht. Ne. Ah, sehr schön. Dann, schönen Abend. Viel Spaß. Ja, gerne. Euch auch. Tschüss. Oh, hier, ein guter Vorschlag. Die Modem-Einwahl als Horn hinterlegen. Oh, weißt du, was geil wäre? Wenn wir Verbindungsprobleme haben und dann automatisch das Geräusch von einem Modem abspielen. Hey, das wäre klar. Dann warten die alle nur darauf, dass die Leitung zusammenbricht. Wobei, ohne Leitung kann ich auch kein Sound abspielen. Ne? Na, Petri, willkommen an Bord. Danke für die Fischmarkt-Mitgliedschaft. Und nee, 6 Monate bist du schon dabei jetzt. 6 Monate bist wieder neu dabei. Dankeschön. Mrs. DNA sagt, ich bin so herrlich sympathisch. Ja, erzähl das mal. Ich sage jetzt keine Namen. Ich sage jetzt keine Namen. Nein, ich kann auch sehr übellaunig sein. Finster, ich stehe am alten Schweden. Elbstrand. Genau, das war damals die Zeit von Boris Becker. Bin ich schon drin? AOL. CompuServe gab es. Ach nee, jetzt fangen wir schon wieder an mit den ganzen Retro. Die ganzen Retro-Geschichten kommen jetzt schon wieder hier raus auf den Tisch. Hatte AOL eine Einwahlmelodie? Dia schreibt das. Ich hatte AOL nie. Also mein erster Internetzugang war über die Modem-Einwahl in der Uni. Das war, glaube ich, 94, 95. Das Coole war, damals an der Uni, ich habe ja an der Uni Bielefeld studiert, die hatten Modems, die dich zurückgerufen haben. Das war für damalige Verhältnisse, das war mega günstig, weil einige von euch, die erinnern sich vielleicht noch, ich mache die Drohne schon mal fertig, einige von euch erinnern sich noch, man hat ja damals Einheiten bezahlt, also was hat das gekostet? Eine Einheit war dann 8 Minuten, abends glaube ich 12 Minuten und hat 23 Pfennig gekostet oder so. War das so in dieser Größenordnung? Und da war das natürlich ein mega Ding, wenn du quasi umsonst surfen konntest. Und da das ja alles damals unter dem Deckmantel der Wissenschaft lief, hat die Uni das bezahlt. Haben sie aber auch irgendwann abgeschafft. Ja, man konnte dann auch schon irgendwann über ISDN zur Uni. Also damals, als ich angefangen habe mit Internet, hatte die Uni insgesamt 8 Modems, 8 Leitungen. Und es war eigentlich immer was frei. Also es war nie komplett überlastet. Das waren Zeiten. Leute. Und was heute der Live-Chat im Stream ist, das war früher IRC, Internet Relay Chat. Flugfreigabe einmal.
Lufthansa 1, wind 040 degrees, 5 knots, runway 05, cleared for takeoff. Und Kabel. Gut, ihr Lieben, ich verabschiede mich ein klein bisschen aus dem Chat, fliege ein wenig mit dem Dröhnchen durch die Gegend. So, ach, du hast die Costa da gerade so richtig schön. Künstlerisch eingerahmt. Ja. Ja, und die Blätter sind aber auch nicht schlecht, Martin. Die sind auch ganz hübsch, ja. Okay. Mit Bouquet, wow. Eine richtig schöne Blume. Also habe ich schon ein Bild? Ja, ich habe schon ein Bild, ne? Ja, wird auch schon drauf. Ja. Undercar, nee, ILC, das war also schon so 94, 95. Aber damals halt noch übers Terminal, also noch ohne grafische Oberfläche. Später gab es dann ja diese grafischen Dinge, MILC zum Beispiel. Hatte AOL nicht, Sie hatten Post aufgebracht? Ich weiß es nicht. Und dann gab es ja, später gab es dann ja ICQ. Also, Das war aber nerdig. also ILC nicht mit ICQ verwechseln. Das sind zwei Paar Schuhe. Die Möwen interessiert die Drohne nicht wirklich. So. Da kommt sie, die Costa. Jetzt wollte ich gerade noch Werbung für unseren Kalender machen, aber nein. Da habe ich schon genug Werbung für gemacht. Wir lassen erstmal die Costa durchfahren. Sonst gibt es hier noch Chatkloppe. René fragt, wer seine ICQ-Nummer noch auswendig kennt. Also ich nicht mehr. Ich kannte die nie auswendig. Hatte ich nie drauf. Oh, sag mal, Leute, guck mal. Der Mond. Oh ja. Boah, guck mal, was wir da haben. Digga, was ist das denn? Wie fett ist der denn da hinten? Leute, heute ist Supermond. Guck dir, das war nicht gestern. Und das ist ja wohl mal ein Blutmond. Oder ist das ein Sensorfleck? Kann es gerade nicht sagen. Oder ist das Brigitte? Ist das als orange ist? Nein, es pfeift nicht, es quietscht nicht. Wow. Ist ja mega. Aber das ist jetzt schon ein bisschen schön, oder? Ey, wie groß der ist, ne? Also das ist ja mal ein Supermond heute. Wow. Das ist ein Sensationellwert. Ja. Holy moly, ganz genau. Ey, das ist der Blut-Supermond. Wahnsinn. Ich bin gerade ein bisschen verliebt. Okay, wir haben die Eskalationsstufe erreicht für einen Teststream. Miss DNA möchte, dass ich ein Foto mache. Ja, ist eine gute Idee. Kannst du einmal kurz übernehmen? Dann muss ich mal einmal in Fotomodus. So, muss nur, zack. Oh, was habe ich denn hier für eine Belichtungszeit? Gott, was ist denn hier los? Zack. Okay, kannst wieder auf die Drohne. Sag mal, wie cool ist denn das bitte vom Bild her? Auch da direkt über dem Gebäude.
Boah, ich hätte gerne noch mehr Zoom. Die wird immer heller. Ja. Boah, ist das schön. Leute, dass wir das gemeinsam erleben dürfen. Es passt auch vom Licht jetzt sehr gut, ne? Weil wenn es dunkler wird, dann wird der Mond, dann überstrahlt er wieder so. Also da haben wir jetzt echt gerade richtig Glück gehabt, dass das gerade so passt. Mega. Steffi, danke dir für 9 Monate auf Twitch. Dankeschön. Und Peugeot Racer, 4 Monate dabei. Dankeschön. Tony, 10 Euros. Absolute Freude. Priceless Joy. Thank you, Tony. Ja, und da geht, moin, da geht der Mond auch schon oben so ein bisschen in die Wolken. Robert, du kannst mich auch fragen, ist es tatsächlich so warm hier? Also wir haben wirklich noch über 20 Grad. Ja, wir sind gerade im Livestream. Aber, Ist doof oder? naja, was möchtest du denn wissen? Ja, einfach nur mit was für einem Setup wie hier gerade filmen. Ja, das ist ein bisschen komplexer. Euch auch. Tschüss. Ja, guck, jetzt kommt noch die Mondfinsternis. René hat heute auch den Schalk im Nacken. Aber guck mal Leute, das ist Halbmond. Das ist mal ein sauberer Halbmond. Ey, was für ein Timing, ne? Gleich ist der weg. Wobei das ist nur, ich glaube, das ist nur ein dünnes Wolkenband. Könnte sein, dass der dann dahinter noch mal hochkommt, ne? Ja. Ralf schickt Mondbeitrag, danke. Und Andi sagt, fantastischer Sensorflick, danke auch, danke. Boah, ey. Ja, krass, ne? Wenn man das so beobachtet, wie schnell der Mond wandert. Jetzt kommt er oben wieder raus. Jetzt haben wir gleich 2 Monde. Welche Himmelsrichtung ist der Mond? Also es müsste Osten, ne? Ziemlich östlich von uns aus gesehen. Vielleicht ein ganz bisschen Südost. Ja, also auf jeden Fall so grob Osten. Unglaublich. Paddy geht in den Hafen und es passieren Dinge. Ich wundere mich gerade selber. Ganz lieben Dank auch für die 20 Euro, mein Lieber. Und Kerstin schickt auch noch mal 10 Euro. Für den super Stream. Das macht süchtig. Mondsüchtig macht das. Wow. Jetzt kommt die Costa Favolosa. Keine Drops auf dem WLAN-Kabel. Wahnsinn. Wann habe ich mich eben gefreut. Das ist auch schön. Aber ganz ehrlich, also jeder, der fotografiert und filmt, der kennt das. Man geht immer wieder zur gleichen Stelle, man geht immer wieder raus und irgendwann passieren halt solche Dinge. Ja? Du gehst ganz oft in den Hafen und ja, es ist dann halt so lala und irgendwann passiert dann etwas, womit du nicht gerechnet hast. Und das ist so ein krasses Glücksgefühl für jeden, der Fotos, Bilder, Videos liebt, wenn man dann also das große Glück hat, dass sowas passiert. Ja? Und das ist doch echt der Knaller, oder? Leute, das ist doch echt der Knaller.
Ich würde mal noch ein Foto machen. Okay. Kleine Bollerwagenpauschale zum alten Schweden vom Biker Lux. Danke dir. Und Leon sagt, irgendwann mal Hamburg Hafen live geschaut und hängen geblieben. Toller Stream. Ich danke dir, Leon. Vielen, vielen Dank auch für die 5 Euro. Henrik, cheers, mein Lieber, bis zum Mal bei Lust auf Italien. Oh, Lust auf Italien waren wir auch schon lange nicht mehr. Ich glaube, das Bild wird noch mal ein bisschen besser für ein Foto, oder? Wenn die jetzt etwas näher kommt und... Ja, warte noch einen Moment, warte mal noch so einen kleinen Moment. Wobei, ich mag das ja, wenn der Mond unten so leicht angeschnitten ist. Ich glaube, der muss gar nicht so perfekt da oben rausgucken. Ich schalte mal um. Ja, schalt Du mal machst um. mal eine Serie. Ja. Ja, fertig. Tobias, danke für die 2 Euro, mein Lieber. Danke, danke. Ja, das ist der Todesstern. Boah, ey, Lego hat ja jetzt einen Todesstern rausgebracht, ne? Katastrophe. Katastrophe. Nur so eine Scheibe, so eine durchgeschnittene. Ich bin so ein Star Wars-Fan, ey. Und dann machen die so einen Murks. Finde ich echt nicht schön, was sie gemacht haben. Hamburg Spotter Leon, herzlich willkommen an Bord. Danke für deine Mitgliedschaft. Wo kommt die schon weg? Ja, die kommt jetzt schon. Die ist schon relativ dicht. Oh, ich würde ja gerne noch ein Foto machen. Jetzt mit dem ganzen Mond. Hast du sie schon? Na, ich guck mal, was da rauskommt. Ja. Also der Trick, um am Stein vorbei zu fokussieren, ist einmal C1 drücken und dann Okay. den Fokus da genau hinzulegen. Wenn du wieder weghaben willst, die 1? Bitte? Und wenn ich das wieder weghaben willst? Zweimal drücken. Ja, und jetzt einmal und dann musst du einmal hier in der Mitte bestätigen. Ja. Nee, Balthasar, keine Angst. Also das Ding ist mir zu teuer. Also bei aller Liebe zu Star Wars, aber das finde ich ist nicht so cool. Okay, ja, wir hatten unseren Supermond, würde ich sagen. Wobei, warte mal, so einen Moment habe ich doch noch. Warte mal. Oh. Das ist doch, komm, das ist ganz witzig, oder? Das hat was. Das hat was. Darf ich ein Foto machen? Ja. Ist auch schon fertig.
Also kannst wieder zurückgehen. Oh, das ist so cool, ne? Wie der Rauch oder der Qualm aus dem Schornstein oben am Mond vorbeizieht. Du kannst hier übrigens noch mal ein bisschen, wenn du auf ein Sechzigstel gehst, dann hast du noch mal ein bisschen. Das ist ein bisschen blau. Ja, das ist der Weißabgleich, der automatische. Der hat um diese Uhrzeit immer ein bisschen Probleme. Aber den jetzt manuell einstellen, das Weil noch so steht. stresst mich gerade. Ich habe ja auch nicht gefragt. Wahnsinn. Ja, das Bild fand ich jetzt schon ein bisschen geil. Mit dem Mond. Super fabuloser Mond, ja, genau. Komm, wir geben noch ein bisschen Musik dazu. Geil! Mega! Ich mach noch ein Foto. Mist. Bin noch nicht fertig. Jetzt. Was für ein Timing mit dem Licht. Boah, Wahnsinn. Wahnsinn. Der Raylander hat auch noch mal 10 Euro geschickt. Im Hintergrund die Cap San Diego, ja, das war eben schon. Ah, da fährt er Sonntag mit. Ja, sehr cool, sehr cool. Viel Spaß. Cap San Diego, richtig klasse. Megaschiff. Dirk Bütow sagt, Paddy, ich bin auch Trekkie. Ja, ich bin aber eher Star Wars, also nicht Star Trek. Also bitte hier nicht in einen Topf werfen, ne? Wobei Star Trek habe ich auch gerne geguckt. Danke dir für 2 Euro, mein Lieber. Und Benjamin, 13 Monate dabei. Dankeschön.
Flori, willkommen an Bord auf Twitch. Danke für deinen Sub. Und Dirk Bütröser, ich wusste, dass es eskaliert. Ja, so ein bisschen, oder? So ein bisschen ist es eskaliert. AB fragt, ob Costa besser ist als AIDA und Mein Schiff. Also erstens darfst du mich das nicht fragen, weil ich kein Kreuzfahrtexperte bin. Und zweitens glaube ich, dass das immer davon abhängt, was man möchte, was man erwartet. Ja, also im Grunde genommen haben die ja alle etwas unterschiedliche Konzepte, die Schiffe. Und ich glaube nicht, dass man von besser und schlechter reden kann. Gut ist auf jeden Fall, wenn es anders ist. Ja, René, danke, danke. Der Test ist ganz gut verlaufen, sagt er. Nilsi ist auch da. Nilsi, einen schönen Abend. Das ist aber, ja, aber das war jetzt auch perfekt von der Helligkeit. Mit dem Mond hat das gepasst, auch jetzt das Schiff, ne? Dass wir noch richtig schön Restlicht haben. Also das war so ein perfektes Timing. Wahrscheinlich ist das in einer Viertelstunde schon wieder anders. Wieder ein echter Teststream, sagt Hansi. Ja, es ist Teststream verpflichtet anscheinend. André Bergmann ist auch schon seit 4 Monaten dabei. Sagt Superfan. Ja, dankeschön. Ein Superfan. Passend zum Supermond. Herzlichen Dank, mein Lieber. Jo, da fährt sie ab. Claudia ist da. Moin, Claudia. Wo bist du denn jetzt ISO-mäßig? Geht das noch? Ich habe eben manuell auf 1600 gestellt. 1600 oder 16.000? 16.000. Ach so. Ich glaube, da kannst du aber fast einen Tacken runtergehen, oder? Wenn du so ein bisschen auf die Lichter achtest auf dem Schiff. Ja. Nee, Arndt, das habe ich nicht bestellt. Und ich habe es auch ehrlich gesagt nicht gehofft. Ich war davon ausgegangen, dass der Teststream nicht eskaliert. Aber umso schöner. Wow. Also der Mond, der hat mich ja völlig gecatcht. Da bin ich mal gespannt. Ich hoffe, das Bild ist halbwegs brauchbar. Leider sind die Fotos, die du mit den Zoom-Objektiven der Drohne machst, immer nicht ganz so, ja, die sind nicht ganz so toll von der Qualität, weil da ist ein Pimmelsensor drin. Moin. Wir sind gerade im Livestream. Ach so. Sorry. So. Übrigens, da fährt noch was rein, Martin. Magst du da mal rüberschwenken? Irgendwas von Rambo. Ich bin schon auf der Drohne. Achso, du bist Also, ja, ja. Wir können mal gucken, ob wir hier den Weißabgleich.
Aber es ist gerade blaue Stunde, also es ist ziemlich blau. Die Farben sind halt einfach total anders als von der Drohne. So, hast du? Dann würde ich mal landen. Lufthansa 1, wind 020 degrees, 8 knots, runway 05, clear to land. Kann ich Kabel ziehen? Ja. Ne? Ich würde sagen, Test gelungen. Das war doch schicki-lacki. Super Timing. Also vom Licht her, vom Schiff. Also das war richtig, richtig gut vom Timing. Hat mir ordentlich gefallen. Walter aus Waltershof ist auch da. Walter, mein Lieber, ganz dicke Grüße und danke für die 10 Euro. Ja, falls ihr, jetzt darf ich aber noch mal Werbung für den Kalender machen, oder? Falls ihr den noch nicht habt, haue ich den einmal raus. Könnt ihr hier mal eine Vorschau der Bilder sehen. Wir sammeln im Moment Vorbestellungen bis Ende September und dann wird er im Oktober gedruckt und Ende Oktober versendet. Und nochmal der kleine Hinweis, falls ihr den zusammen mit anderen Dingen bestellt, wir versenden dann alles zusammen, wenn der Kalender da ist. Ja, und da jetzt auch das Licht weggeht, Schiffe weg sind. Moin. Mit einer Mavic. DJ. Ja, genau. Ja, ihr Lieben, Test bestanden, würde ich sagen. Man soll aufhören, wenn es am schönsten ist. Herzlichen Dank, dass ihr dabei wart. Herzlichen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Ich glaube, der Stream war okay. Hat mir richtig gut gefallen. Vielen, vielen Dank. Also es war echt wieder super lustig, super unterhaltsam. Ich mag das ja auch, wenn ein Stream mal kürzer ist. Ist vor allem für die super schön, die nachträglich gucken. Und ich denke, wir werden uns die Tage dann auch wiedersehen. Vielen Dank natürlich echt auch wieder für die fette, großzügige Unterstützung auf YouTube und auch auf Twitch. Jede Menge Mitgliedschaften, jede Menge Donations, Bits und Subs. Vielen, vielen Dank, ihr Lieben. Und natürlich auch ein dickes Dankeschön an unsere Moderatoren, die wieder fleißig dabei waren. Die Stecherts waren heute da. Dann war Skolze natürlich da. Wen habe ich vergessen? Ja, Tanja war natürlich da. Haben wir noch jemanden? Ich glaube, Schwester Hansen haben wir heute nicht gesehen. Ne? Ich glaube nicht. Nee. Sandra glaube ich auch nicht. Ja, aber auf jeden Fall ein dickes Dankeschön an euch, lieben Hafenwichtel. Und dann sage ich mal, bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Nee, das ist der falsche Knopf. Es gibt zwei. Nein, ja, es gibt ein 4K-Outro und es gibt ein normales Outro. Ja, okay. Ja, ich muss Martin mal gerade den Ausknopf zeigen. Wenn du den falschen Knopf drückst, dann explodiert alles. Macht's gut, ihr Lieben. Bis zum nächsten Mal. Ich sag over and out. Tschüss.